Okay, okay. Blazer Mantis 133 Squeeze. Das hier ist die 35 mm. Boah, das Bild hat eine krasse Tiefe, also direkt erster Eindruck. Leider sind die noch nicht in dem System oder in der App von DJI drin, also für den Focus Pro. Das heißt, ich muss jetzt gerade noch einmal manuell Schärfe ziehen auf meinem Smartphone auf ganz schnelle Welle. Wow. Also crazy Close-Up Distance, Minimal Focus. Insane und der Bokeh ist ja gestört. Hinter mir befindet sich unser wunderschöner Equipment-Tunnel. Okay, wir sind auf dem 50 mm T2. Machen wir eine halbnahe. Oh, ich finde schon krass, wie hinter mir hier die Unschärfe immer noch so doll ist. Ich bin bestimmt 1,5, 2 Meter weg von der Optik. Und Unschärfe ist auf jeden Fall noch gegeben hier. Vorne auch schon wieder. Ich kriege hier halt gerade wenig bis gar kein Licht ab. Vielleicht ändern wir das mal eben. Also ich finde die Vorder- und Hintergrundseparierung wirklich gut. Schärfe wirkt für mich auch sehr knackig auf einer Blende 2. Also erstmal nicht zu beanstanden. Ich finde die Unschärfen am Rand schön, also hier vorne, dass die so ein bisschen chromatisch aberrieren. So wirkt es auf jeden Fall. Also in der Close-Up auf Blende 2 unglaubliche Unschärfe nach hinten in Separierung zum Hintergrund. Und das auf 50. Jetzt gucken wir uns das mal auf 75 an. So, bevor wir das machen, einmal noch ein Close-Up-Test. Das ist die Close-Up-Distance auf dem 50 mm. Wirklich gut. Das sind vielleicht 30 cm. Jetzt geht's hier an den Kragen, du. Die 75 hat eine Blende von T2, also durch die ganze Bank hinweg haben wir hier T2 verbaut. 75 mm, selbe Positionierung der Kamera. Ich besitze ja schon die Remus-Optiken. Hier die Mantis, wie die verbaut ist, das ist wirklich wunderschön gemacht. Hier sieht man sehr gut die anamorphe Blende. Also die haben hier natürlich einen Trick angewandt bei der Mantis. Die haben quasi hinten die Blende zu einer ovalen Blende gemacht, wodurch der Hintergrund so ovale Unschärfen, also so den Zweifach-Look hat, obwohl es nur eine 1,3-fach Optik ist. Und wenn man jetzt hier die Blende zumacht, sieht man sehr schön, diese ovale Blende, die bleibt halt egal, auf welcher Blende man das Objektiv einstellt. Es bleibt halt oval. So, wo ist denn hier die Minimal? Guck mal, hier ist Minimal. Das ist gut. So. Wir können ja mal ein bisschen abblenden hier. Machen wir mal eine 4. Ja. Sehr schwierig für mich, die Schärfe einzuschätzen. Ansonsten ist alles gut. Da haben wir die 35 mm. Gucken uns das auf der 75 mit Blende 4 an. Hier schön drauf. Mantis 1,3-3-fach. Ich habe gehört, der De-Squeeze-Faktor ist nicht exakt 1,33. Das werden wir später noch rausfinden und einmal erkunden. Aber das ist schon crazy, ne? Also die Optik ist jetzt 20 cm von meinem Gesicht weg und ich bin wirklich komplett in der Unschärfe. Hinten der Bokeh hier, wunderschön. Ja, ist doch nice. Nicht zu viel. Bisschen Flaring.
wir haben hier einen Streak und hier einen Streak. Wenn ich jetzt so rüberfahre, wir haben halt einen direkt auf der Source und dann nochmal einen, der sich eben im Objektiv reflektiert und hin und her fährt. Finde ich jetzt persönlich nicht so wild. Okay, jetzt fragt sich bestimmt der eine oder andere, was ist jetzt der Grund, warum ich mich über die Blazer Mantis freue oder warum wir uns entschieden haben, die hier ins Rental zu packen und die zu kaufen. Wir haben ja schon ein Set anamorphe Optiken. Da könnte die Frage aufkommen, warum die? Also ganz kurz zusammengefasst, die Mantis-Optiken, das sind jetzt 3, 35, 50, 75, da kommen noch 2 weitere Optiken irgendwann raus. Die sind anamorph mit einem 1,33 D-Squeeze-Faktor. Und das Besondere an denen ist, die haben einen 1,33 D-Squeeze-Faktor. Das heißt, man nimmt jetzt das Bild von der Sony zum Beispiel, 16:9 Sensor, und zieht das so ein bisschen auseinander, dann bekommt man anamorphes Footage. Ganz simpel jetzt runtergebrochen. Je höher dieser D-Squeeze-Faktor ist, also es gibt 1,5, es gibt 1,8, es gibt zweifach D-Squeeze, je höher dieser Faktor ist, desto schmaler wird das Bild, weil man nimmt dieses 16:9 Bild und zieht das quasi, de-squeeze das quasi im Nachhinein, zieht das auseinander und bekommt dann das finale Bild. Ich kann euch gleich mal zeigen, wie das Bild hier aussieht, wenn es nicht de-squeezed ist und was dann passiert, wenn man es de-squeezed. Und bei 16:9 Sensoren, also dem Format, was jetzt zum Beispiel so eine FX3 hat, ist es total nervig, mit irgendwas höher als einem 1,5 D-Squeeze-Faktor zu arbeiten, weil das Bild dann so unglaublich schmal wird, weil es so doll gestretched wird. Nur mal kurz zum Vergleich. Das ist das gleiche Bild, gleiche Kameraentfernung, alles gleich eingestellt, 35 mm 1,8-fach D-Squeeze-Faktor mit einer T29. Remus, Blazer Remus, 33 mm 1,5-fach Squeeze T1,8. Also da seht ihr, was für eine Breite wir hier aus dem Bild bekommen. Ist halt schon nochmal deutlich schmaler einfach, breiter dadurch. Ne? Also oben und unten fehlt uns einfach nochmal mehr, weil es mehr de-stretched wird. Und jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal auf sphärisch an. Und hier haben wir nochmal eine 35 mm 1,8 sphärisch. Also das sind auch 35 mm, aber eben nicht de-stretched. Man könnte jetzt hier nochmal irgendwie auf 28 gehen oder so, um ein ähnliches Gefühl zu bekommen. Und ich finde, da stellt sich schon nochmal, also zeigt sich schon nochmal einfach der Unterschied. Ne? Also ich finde, die Tiefe in dem Raum ist eine komplett andere. Aber wir haben halt das ganze komplette 16:9 Bild. Ne? Und was dann wiederum schade ist bei Anamorphoden, die nur 1,3 oder 1,5-fach die Squeeze-Faktor haben, ist, dass der Charakter nicht so doll ist, der da rauskommt. Also es wirkt nicht so anamorph, wie man es gerne hätte. Bei den Optiken hier ganz anders, wenn man sich den Hintergrund hier anguckt. Hier auch hier drüben, die Unschärfen und so, das ist halt sehr typischer anamorpher Look. Das ist dieser anamorphe Look, wo wir alle hinwollen. Ich persönlich bin nicht so ein Fan von diesen Streaks, die durch Taschenlampen entstehen und so. Aber ich liebe, was anamorph mit dem Bild macht. Also das macht den Raum irgendwie ganz anders. Der wirkt viel tiefer, das hat irgendwie, man ist viel separierter vom Hintergrund. Ich bin jetzt auch kein Fachmann und weiß, wie man das genau erklären soll, was da passiert. Für mich ist das eher ein Gefühl, was diese Optiken erzeugen. Und das Schöne bei den Optiken ist halt einfach, die haben nur einen 1,3 D-Squeeze-Faktor, aber sehen aus wie zweifach anamorphe Optiken. Was bedeutet, wir haben aus beiden Welten das Beste, weil wir können mit einem 16:9 Sensor drehen, ohne am Ende nur einen Strich hier rauszukriegen, sondern wir haben ungefähr einen 2:1 Look. Und gleichzeitig sieht es aber aus wie ein Zweifach-Look. Das heißt, für so Sensoren wie bei der Sony, die eben nur in 16:9 und nicht in Open Gate oder so aufnehmen können, haben wir jetzt halt ein Set Objektive, was uns wirklich einen guten, starken anamorphen Look gibt, ohne dass wir so mega viel einbüßen müssen, was das Format am Ende angeht. Weil wenn man jetzt mit einer Zweifach-Optik dreht und dann am Ende so einen Strich hat und dann da
ultra viel reinkroppen muss, dann hat man am Ende einfach ein sehr doll reingezoomtes Bild und so können wir jetzt den ganzen Sensor benutzen. Wir können das ganze Bild am Ende benutzen oder vielleicht ein bisschen reinkroppen, ein bisschen reinzoomen am Ende. Aber wir haben einfach einen sehr, sehr schönen Look und viel Bildinformation. Und deswegen sind die Mantis richtig cool. Alle T2, also auch sehr lichtstark. Ich drehe hier die ganze Zeit auf einer ISO 200 in normalen Bedingungen, ohne Tageslicht von draußen. Ja, ich freue mich auf alles, was damit entsteht. Also ab jetzt bei uns im Rental. Let's go, Leute, kommt vorbei und mietet die Dinger. Peace!